Hallo, folgst du eigentlich im Emil Frey-Kanal schon? Noch nicht, dann wird es aber langsam Zeit. Ich bin Chiara und heute schauen wir den neuen Opel Astra GSE Plug-in Hybrid an. Das heisst, wir schauen jetzt Design an, Kofferraum, Innenraum, gehen fahren und dann gibt es ein Fazit. Zum Design, fangen wir mal hinten an. Overall sehr sportlich und kantiger Look. Hier bei der Antenne sieht es wie eine Haifischflosse. Erinnert irgendwie ein bisschen an Formel-1-Wagen. Wenn wir weiter runtergehen, haben wir hier das große Opel-Logo. So kann man dann den Kofferraum aufmachen. Zu dem kommen wir aber nachher. Wenn wir hier weiter runtergehen, haben wir hier auch wieder so ein bisschen kantige, schöne Rücklichter aus IntelliLux Pixellichter. Dann weiter mit dem Sportlichen haben wir das GSE-Logo. Das ist G für Grand, S für Sport und E früher für eingespritzt, mittlerweile elektrisch. Da Opel bis 2028 voll elektrisch sein. Speaking of elektrisch, hier haben wir die Ladeklappe. Hier kannst du mit einer genug starken Ladestation unter 2 Stunden vollladen. Kommst rein elektrisch über 50 km weit. Zurück zum Design. Hier haben wir 18 Zoll Lichtmetallfelgen im Bicolor-Design. Zwar sieht es mega schön aus. Ich persönlich habe mit meinem Fahrstil ein bisschen Schiss, dass ich verkratzen, weil es steht ein bisschen über das Rädchen raus. Opel hat das sportliche Design auf der Seite bis vorne weitergezogen. Unterstrichen wird die Sportlichkeit durch den kantigen Karosseriebau. Wir haben Kanten auf der Haube, auf der Stoßstange, am Kotflügel wie auch bei den C-Säulen. Bevor wir zum Kofferraum gehen, erzähle ich euch noch etwas über die Front. Alle Zierelemente hier vorne sind komplett schwarz. Wir haben hier eine Ausführung in weiß und es gibt im Auto wirklich so ein herziges Lachen. Zusätzlich haben wir die Frontkamera schön versteckt im Opel-Logo. Wie auch hinten haben wir hier vorne IntelliLux Pixellichter. Im Kofferraum haben 352 Liter Platz. Abgeklappt sind es immer noch 1268. Die Schuld daran, wieso es eher ein kleiner Kofferraum ist die 12,4 kW grosse Batterie, die sich hier unten versteckt. Und jetzt zum Innenraum. Also hier hinten haben wir grundsätzlich Platz. Die Kinder haben hier völlig Platz. Hier oben haben wir jetzt etwa Faustplatz. Ich bin 1,72, das ist nicht riesig. Was wir auch noch haben hier hinten ist da genug Platz für eure Getränke. Stay hydrated. Und wie wir es in der Schweiz kennen, gehen wir öfters mal Skifahren oder sonst irgendwelche sportlichen Aktivitäten. Hat es hier genug Platz. Für alle, die ihr Handy laden wollen, haben wir hier einen USB-C-Anschluss. Unten dran noch ein bisschen Lagerfläche. Wie auf der Seite hat es genug Platz. Allgemein, wenn ich so da hinten hocke, kann man verweilen. Und jetzt zum Wichtigen, und zwar zum Fahrersitz. Da vorne den Sitz haben wir Alcantara, was sich richtig gut angenehm anfühlt. Hier oben das GSE-Logo wieder. Auch hier haben wir recht viel zum Verstellen, wie auch hier vorne. Verschiedene Modi. Da hocken wir mal rein. Das Alcantara findest du hier wieder auf der Tür, wie natürlich in den Hintersitz. Overall sehr ein cleanes Design als Steuerrad, muss ich sagen. Auf der linken Seite haben wir alle Fahrassistenzen, Tempomat, Spurassistenz, alle die man kennt. Auf der rechten Seite haben wir alle Bedienelemente fürs Infotainment. Was ich noch mega cool finde, ist, dass nicht alles nur 2 Bildschirme sind. Da haben wir 2x10 Zoll Bildschirm, sondern dass wir hier auch noch die Knöpfe haben. Und es ist auch viel einfacher zu bedienen, wenn wir fahren. Zu den Bildschirmen, sie reagieren gut, sie haben auch sehr gute Auflösung, finde ich jetzt. Auch das Fahrdisplay ist sehr übersichtlich, das, was man braucht, sieht man. Hier oben haben wir noch ein Heads-Up-Display, das ich mega cool finde. Weitere coole Elemente versteckter Lüftungsschlitz und Schaltwippen. Und ein Geheimfach, wo du all deine Wertsachen verstecken kannst. Standardmäßig haben wir beim GSE Lenkradheizung, Apple CarPlay wie Android Auto und auch eine 360-Grad-Kamera. Overall hat man hier genug viel Platz, wie genug Ladeflächen. Wir haben hier vorne eins, dann haben wir hier eine Ladefläche fürs Handy, 2 USB-C-Stecker. Dann haben wir hier für Getränke eine kleine Staufläche, wie auch in der Mittelkonsole eine etwas grössere. Und das, was man kennt, auch hier vorne genug viel Platz im Handschuhfach. Optional mit dabei Panoramadach und jetzt gehen wir fahren. Der Opel Astra GSE hat 3 Fahrmodi: elektrisch, Hybrid und Sport. Der hat jetzt auch zusammen 225 PS und Beschleunigung von 0 auf 100 in 7,5 Sekunden. Und das probieren wir nachher aus. Natürlich fahren wir nicht 100, aber mal sicher auf die 80. Er zieht, ich finde es richtig cool. Es ist eben immer noch die Sportversion. Das ist immer die Frage, wie sportlich ist er. Und ich muss sagen, er tut sich gut. Ja, also es macht wirklich Spass. Vor allem so als Alltagsauto und man will aber gleich ein bisschen sportlich unterwegs sein, finde ich das ein super Auto. Der Wendekreis ist sehr gut. Auch da, wenn ich jetzt rausfahre, sehr angenehm.
Und natürlich die 360-Grad-Kamera, die hilft. Es ist auch extrem ruhig. Jetzt, als ich vorher beschleunigt habe, habe ich nicht wirklich viel von außen gehört, obwohl es eine recht befahrene Straße ist. Man hört ihn gar nicht so fest. Er hat nämlich eine Doppelverglasung und bei so einer Überfahrtsstraße, wie vorher gerade gefahren ist, ja, hört man wirklich eigentlich gar nicht. Ich finde es allgemein ein sehr angenehmes Auto zum Fahren. Sportlich ist er. Er ist jetzt natürlich kein Rennauto, aber ich finde für das, was er ist und was er bietet, sehr ein cooles Auto. Und jetzt zum Fazit. Overall lässt er sich sehr gut fahren. Ich finde es ziemlich angenehm. Er ist jetzt nicht mega sportlich, jedoch finde ich, beschleunigt er sehr gut. Für den Alltag finde ich ihn super. Man hat halt wirklich das Beste aus beiden Welten. Für so kurze Strecken wie einkaufen oder arbeiten würde ich rein elektrisch fahren. Und wenn die Reise mal ein bisschen weitergeht, hast du immer noch den guten alten Verbrenner. Der Opel Astra GSE, so wie er da steht, mit 25'000 km, kostet. Was haltest du davon? Schreib es in die Kommentare.